Als Business Coach für den Mittelstand erlebe ich täglich, wie Unternehmen nachhaltig Erfolg anstreben, aber bevor die Rechnungen geschrieben werden können, müssen Kunden gewonnen werden. Dafür braucht es eine strukturierte Sales Pipeline, in der potenzielle Kunden verschiedene Phasen durchlaufen und niemand aus den Augen verloren wird. Und wenn du also mehr Umsatz, mehr Kunden oder mehr Effizienz in deinem Unternehmen haben willst, dann musst du jetzt dranbleiben und die Business Tapas schauen. Jeder Unternehmer will Umsatz und Gewinn machen, aber bis du eine Rechnung schreiben kannst, musst du erstmal Kunden gewinnen. In den letzten Wochen kommen viele Dienstleister, vor allen Dingen aus dem IT-Bereich, zu mir und fragen, ob ich ihnen dabei helfen kann. Ja, klar, ist ja auch, Kundengewinnung ist eins meiner Lieblingsthemen oder meiner Lieblingsbereiche, aber zuerst stellt sich natürlich die Frage, warum viele Dienstleister gerade jetzt nach Kunden suchen. Aus meiner Sicht sind das zwei Gründe. Erstens, in der Vergangenheit waren Programmierkapazitäten rar gesät und als IT-Dienstleister musste man eher Aufträge ablehnen oder verschieben, als sie zu suchen. Und deswegen haben sich natürlich die meisten Unternehmen aus der Dienstleistungsbranche keine Kompetenz im Bereich Vertrieb aufgebaut. Und zweitens liegen mittlerweile viele Projekte auf Eis und ausländische Dienstleister drängen auf den deutschen Markt. Also mehr Anbieter als Nachfrager. Der Kuchen ist kleiner, aber die Anzahl der hungrigen Mäuler ist größer geworden. Jetzt zur Lösung. Egal was für ein Unternehmen du hast, wenn du im B2B-Bereich neue Kunden gewinnen willst, musst du strukturiert vorgehen. Und das bedeutet, du brauchst eine Sales Pipeline. Also Sales Pipeline heißt, ich baue als Unternehmen einen systematischen Prozess mit unterschiedlichen Phasen auf, den jeder potenzielle Kunde durchläuft, bevor er zum zahlenden Kunde wird. Ja, okay, wir brauchen Phasen, alles klar, aber welche? Ich bin ja ein großer Fan von CRM-Systemen, die automatisch auch Sales-Pipelines abbilden können. Bei dem einen CRM heißt das Pipeline und bei dem anderen heißt das Deal-Phasen. Also meine Favoriten sind folgende Phasen. Erstens die Phase Leads oder Interessenten, neue Firmen, was auch immer. In dieser Phase packst du alle Unternehmen rein, mit denen du dir vorstellen kannst zu arbeiten oder die in dein Beuteschema passen. Und dann kommt die zweite Phase, die heißt dann qualifiziert oder Erstkontakt. Da packt man alle Firmen rein, von denen du schon den Ansprechpartner kennst oder wo ein Projekt sein könnte oder mit denen du schon mal ein Gespräch gehabt hast. Und dann kommt die Phase 3. Manche nennen die Bedarfsanalyse oder Projektbesprechung oder Angebotsphase. Hier packst du alle Firmen rein, mit denen du in konkreten Gesprächen bist. Aber noch nichts entschieden ist. Also die Phase endet im Normalfall mit der Abgabe eines Angebots oder mit der Versendung eines Vertrages. Dann Phase 4. Die könnte sein Vertragsverhandlung. Also manche Dienstleister brauchen das, für andere wiederum ist es nicht relevant. Dann kommt die nächste Phase. Am besten ist natürlich die Phase 5 für gewonnen. Dort kommen alle Kunden rein, die das Angebot oder den Vertrag angenommen haben. Und normalerweise rutscht der Kunde dann weiter in die Wavi, aus der die Rechnungen geschrieben werden. Seine Kontaktdaten bleiben im CRM und bekommen aus meiner Sicht den Tag Kunde. Dann kannst du nämlich später weitere Mailings mit bestimmten Themen an bestehende oder an ehemalige Kunden senden. Warum? Ja, weil im Verlauf des strukturierten Verkaufsprozesses die Anzahl der Verkaufsakte pro Kunde relevant ist. Also es ist einfacher, neuen Umsatz mit bestehenden oder alten Kunden zu machen, als immer nur neue Kunden zu suchen. Und bitte notiert euch unbedingt, warum ihr diesen Kunden gewonnen habt. Daraus kann man nämlich irgendwann ein Muster erkennen und das dann für die Akquise der nächsten neuen Kunden einsetzen. So, also theoretisch wird die Sales Pipeline hier enden, aber aus meiner Sicht gibt es noch weitere 3 wichtige Phasen. Und das wäre bei mir Phase Nummer 6, verloren. Hier kommen alle Kunden rein, die ein Angebot abgelehnt haben. Mit denen kann man weiterhin in Kontakt bleiben und dort solltet ihr auch unbedingt notieren, warum das Angebot verloren wurde. Einmal im Quartal werten meine Kunden das aus, warum ihre Angebote verloren gegangen sind und verbessern somit die Erstellung von neuen Angeboten. Und dann kommt Phase 7, die nenne ich Farming oder jetzt noch nicht, weil manchmal ist einfach die Zeit noch nicht reif oder das Projekt ist noch nicht da oder Dinge verschieben sich. Dann ist es gut, mit den Kunden oder mit diesen Firmen in Kontakt zu bleiben.
Setz dir einen Google-Alarm für diese Firma. Und wenn eine News kommt, dann schick dem Ansprechpartner einfach eine E-Mail mit: hey, habe ich gelesen, was Ihre Firma da gerade gemacht hat. Oder wenn du einen interessanten Artikel über ein gemeinsames Fachthema gefunden hast, dann leitet den einfach an den Ansprechpartner weiter mit einem kleinen Kommentar. Oder schreib einmal im Quartal ein Newsletter an die Firmen in dieser Phase. Hauptsache, du bleibst mit denen in Kontakt und hältst dich in Erinnerung. Oder besuch den Ansprechpartner einfach auf einen Kaffee, wenn du einmal in der Nähe bist. Das ist sozusagen die Phase Farming, jetzt noch nicht. Und dann, ganz wichtig, letzte Phase, Phase 8, die schwarze Liste. Da packe ich alle Kunden drauf, die mit mir nicht arbeiten wollen und mit denen ich nicht arbeiten will. Das ist schon allein deshalb wichtig, weil es in Unternehmen immer unterschiedliche Ansprechpartner gibt. Und es wäre doch echt blöd, wenn A sagt, mit dem will ich nicht, und B fängt mit dem an zu arbeiten. Ja, genau. Alle diese Phasen kann man im CRM entsprechend den Gegebenheiten aufsetzen und nutzen. Und apropos nutzen, nutze am besten die Kanban-Ansicht für die Phasen und setz dir eine Regel. Kein Unternehmen, welches in Phase 2 bis 4 ist ohne Aufgabe oder To-Do. Das Ziel einer Sales-Pipeline ist immer, das Unternehmen in die nächste Phase rüberzuschieben, bis man bei gewonnen ist. Und wenn du dir keine To-Dos setzt, dann arbeitest du eben auch nicht daran. Übrigens, ein To-Do kann auch sein, dem Ansprechpartner in 4 Monaten eine E-Mail zu schicken. Hauptsache, du erinnerst dich selbst immer wieder an den nächsten Schritt. Hört sich das aufwendig an? Ja, für den, der es bis jetzt noch nicht macht, vielleicht. Aber für die, die es schon tun, hört sich es nicht aufwendig an, denn es wird zur Routine und es bringt dauerhaft und automatisch neue Kunden. Also ich empfehle jedem meiner Kunden, jede Woche 1 Stunde im Standardkalender für diese Arbeit einzuplanen. Dann bekommt das nämlich eine eigene Dynamik. Und noch was Wichtiges: Setz dir ein Ziel. Zum Beispiel, ich möchte jeden Monat 2 neue Kunden gewinnen. Und kalkuliere dann vom Ergebnis 2 Neukunden rückwärts. Also wie viele Gespräche führst du normalerweise, um 2 Kunden zu bekommen? Wenn deine Umwandlungsrate 2:10 ist, dann musst du dauerhaft 10 Firmen in Phase 4 haben, nämlich die kurz davor sind, Ja zu sagen, in dieser Vertragsverhandlungsphase. Und dann rechnest du das mit deinen echten Daten, also deiner eigenen Umwandlungsrate, weiter hoch. Wie viele Firmen müssen dann in Phase 3 sein? Wie viele müssen in Phase 2 sein? Wie viele müssen in Phase 1 sein? Damit am Ende immer 2 Neukunden pro Monat rauskommen. Das ist strukturierter, stabiler Vertrieb. Nichts mit Klinkenputzen oder heiße Nadelangebote, um die Gehälter nächsten Monat zahlen zu können. Nee. Eine Sales Pipeline erleichtert das Leben ungemein, wenn sie ordentlich aufgesetzt wird und regelmäßig, sprich 1 Stunde pro Woche bearbeitet wird. Und übrigens, genau das ist natürlich der Inhalt des 12 Wochen Sales Trainings, das ich für Pi mal Daumen 4.000 € anbiete. Gut, fassen wir noch mal kurz zusammen. Sales Pipelines sind wichtig, um konstant neue Kunden zu gewinnen und keine Interessenten zu vergessen oder zu verlieren. Jede Phase ist wichtig und in jeder Phase müssen eine auf die eigene Firma abgestimmte Menge von potenziellen Kunden sein. Alle Phasen müssen konstant bespielt werden und das bedeutet, sich feste Zeiten im Standardkalender zu blocken. Das hat dann dauerhaft für dein Unternehmen große Vorteile, weil, klar, du hast einen besseren Überblick. Und gerade als Chef mit mehreren Vertriebsmitarbeitern ist das unerlässlich. Und eure Effizienz als Firma wird besser, weil man sich nicht verzettelt und nicht kreuz und quer arbeitet und weil sich jeder auf die vielversprechendsten Leads konzentriert, nämlich die in Phase 4. Und natürlich, klar, du kannst Umsatzprognosen erstellen und diese auch in deine Liquiditätsplanung einspielen. Also das gute Gefühl zu wissen, da kommt demnächst Geld rein, ist unbezahlbar. Ja, und klar, ihr baut konstant gute Beziehungen zu Leads und Kunden auf und das hilft natürlich auch mal über eine kleine Krisenphase hinweg, wenn gerade am Markt nicht viel geht. Gut, also das wären jetzt einige Tipps und Gründe und Vorteile einer gut aufgesetzten Sales Pipeline. Wenn du das auch willst, dann kannst du das alleine machen. Es gibt nämlich genügend Tutorials online. Ja, oder natürlich, du meldest dich bei mir und wir machen das gemeinsam in 12 mal 1 Stunde Business Coaching. Was ist dir denn lieber?